Also als ich das erste Mal davon gehört habe, dass ich bei Botanot mitarbeiten soll, hatte ich natürlich erst gedacht, oh wow, es wird ein Projekt für ein Museum gemacht, also für das Zukunftsmuseum in Nürnberg. Und das hatte natürlich schon was, klar. Und entsprechend war es natürlich auch immer schön zu wissen, das, was ich die ganze Zeit mache und was ich hier entwickle, das wird am Ende wirklich von Hunderten oder Tausenden von Menschen angesehen, die eben durch dieses Museum kommen und die eben da Erfahrungen, vielleicht sogar erste Erfahrungen mit dem Thema KI machen können. Ich bin Nils, ich bin 22 Jahre alt und jetzt seit, ich glaube, Anfang 2019 bei Silbury dabei und seitdem als dualer Student tätig. Also ich studiere nebenbei noch Informatik und mache gleichzeitig die Ausbildung zum Fachinformatiker bei Silbury. Botanot ist an sich eine spielerische Version des Turing-Tests. Der Turing-Test wurde damals von Alan Turing entwickelt und sollte dazu dienen, zu unterscheiden, ob man jetzt Mensch von Maschine trennen kann. Und Botanot greift das eben auf und versucht, das Ganze spielerisch umzusetzen, indem 4 Spieler, die wir haben an der Station, jeweils eine eigene Frage stellen können, also komplett beliebig. Und im Hintergrund beantwortet das einerseits eine künstliche Intelligenz und andererseits dann noch die 3 bzw. der 4. Spieler selbst. Und dann gilt es herauszufinden, welche dieser Antworten war jetzt von der künstlichen Intelligenz und welche war von meinen Mitspielern. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik, das sind die Top-Themen eigentlich. Und gerade künstliche Intelligenz ist ja etwas, was in den Medien sehr, sehr breit vertreten ist, wo aber viele Leute einfach keine Ahnung haben, was dahinter steckt und wie es funktioniert. Und wir wissen aber alle, dass künstliche Intelligenz unser Leben weiter bestimmen wird. Also war das eine Technologie, die definitiv präsentiert werden muss. Ich glaube, aktuell kann man recht gut Mensch von Maschine trennen. Das fällt noch einfach. Die Frage ist natürlich, wie lange wird das so bleiben? Also es gibt mehr und mehr Technologien und mehr Trends aus der KI-Welt, in die wir reingeguckt haben, die da schon teilweise die Frage aufwerfen können, ist das jetzt ein Mensch, der das geschrieben hat, oder ist das von einer Intelligenz gemacht, die eben nicht menschlich ist? Wenn man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt, ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung entwickelt sie sich. Das ist ja auch so ein bisschen Thema hier am Haus, dass wir über Zukunftstechnologien sprechen, um dann darüber zu diskutieren mit den Besuchern, wo wollen wir sie eigentlich haben und wie wollen wir sie eigentlich haben und wie werden sie Teil unserer Zukunft, sodass sie unsere Gesellschaft unterstützen. Ich war auch in vielen Museen unterwegs und habe dort auch andere Chatbots oder kleinere KIs schon kennengelernt und war immer ziemlich schnell frustriert, wie das präsentiert wurde. Und deswegen war das für mich eigentlich ganz wichtig, dass wenn wir eine KI präsentieren, dass sie auf eine spielerische, schöne Art präsentiert wird. Und ja, ich kann nur noch mal sagen, es ist schön geworden. Botanot hat damals 2019 begonnen und es stand zu dem Zeitpunkt eigentlich nur fest, dass wir den Turing-Test ausstellen wollen, aber in keinster Weise, welches Konzept oder welche Ideen dahinter stehen. Also haben wir erst damit begonnen, Kreativworkshops durchzuführen, indem wir einfach verschiedene Szenarien ausprobiert haben. Es waren Leute von Silbury dabei, es waren Leute vom Deutschen Museum dabei, die sich da ohne jegliche Einschränkungen Gedanken gemacht haben. Wir hatten dann Konzepte wie einen Dating-Simulator, wir hatten ein Science-Fiction-Szenario, wir hatten ein Bewerbungsgespräch oder eben eine Art Quiz-Show, was dann letztendlich zu Botanot wurde. Und das hatten wir dann damals aufgegriffen, eben diese Idee, und versucht überhaupt herauszufinden, passt dieses Konzept überhaupt zu unserer Zielgruppe, also zu ca. 12- bis 17-Jährigen. Wird das da überhaupt angenommen? Kommt das an? Und dazu hatten wir damals im Herbst dann 2019, also kurz danach, nachdem die Idee feststand, einen Prototypen gebaut, der dann für 3 Tage am Deutschen Museum ausgestellt war, um dort direkt Feedback einholen zu können von den Leuten, die es später mal spielen werden. Die Resonanz war durchweg positiv und dann wussten wir, okay, das wird das Konzept sein, mit dem wir fahren werden und das wir jetzt weiter vertiefen werden. Botanot hat damals angefangen mit 3 Azubis, die den Startschuss gelegt haben. Das waren einerseits ich sowie Olli und Ethan, die da dabei waren. Wir haben das ganze Konzept aufgebaut, wir haben den ersten Prototypen entwickelt
Und über die Zeit hinzu sind natürlich einerseits Azubis fertig geworden, wieder neu hinzugekommen. Wir wurden also weiterhin unterstützt, hatten einen Teamwechsel an der einen oder anderen Stelle mit dabei, um schlussendlich jetzt das zu entwickeln, was im Museum ausgestellt ist. Botternot ist an sich ja als längerfristige Ausstellung im Museum geplant und entsprechend hoffen wir, dass wir über die Jahre die neuen KI-Trends, die aufkommen werden, da auch mitnehmen können und entsprechend in Botternot einbauen können, sodass es nach wie vor aktuell bleiben wird. In der Hoffnung natürlich auch, dass die zukünftigen Azubi-Generationen da Spaß dran haben, sich dort zu entfalten und vielleicht auch eigene Konzepte nochmal entwickeln können, damit am Ende ja, ein neues Spiel entsteht, ohne dass wirklich alles von neu gemacht werden muss. Was mich begeistert hat, wie herzlich willkommen wir geheißen wurden bei Silvery und wie offen und wie schnell klar war, dass wir zusammenarbeiten. Ich war ja beim ersten großen Brainstormen mit dabei und das war einfach, das hat geklickt. Vor 10 Jahren hätte sicherlich keiner gedacht, dass es schon das, was wir jetzt haben, je geben wird. Entsprechend, was kann in den nächsten 10 Jahren passieren? Vieles.